absoluten No-Gos, wo du sagst, wenn du die Frau jetzt kennenlernst, 2 Sekunden später, da ist die Tür, bitte geh Tür zu. Kurz, ich bin kurz auf Toilette und kommst nie wieder. So, Ladies and Gentlemen, willkommen zu unserem ersten Podcast. Mein Name ist Patty Moves und ich bin hier mit dem legendären Sufjan. Und unser heutiges Thema wird sein, wir werden verschiedene Themen anschneiden. Wir wollen starten mit zum Beispiel, weil wir wissen, es ist ein heißes Thema für besonders viele Männer auch da draußen, aber auch für Frauen. Was muss eigentlich im Jahr 2024 eine Frau mit an den Tisch bringen, damit, sagen wir mal, ich oder Sufjan sich jetzt zu dieser Frau committet? Oder was sind Green Flags bei einer Frau, aber auch Red Flags? Wir werden so ein bisschen das Thema mischen und gucken, was am Ende rauskommt. Seid gespannt und lasst es in den Kommentaren wissen, was eure Meinung dazu ist. Kann sein, wir sind auf dem Holzweg oder ihr meint, ey, die Brüder haben 100% recht und ich hoffe zumindest. Also, ich Ja, würd sagen, X nennt man die auch, oder? Genau. Hab ich mir das mal beigebracht. Genau, X. Ich glaube, bei Red Flags und X habe ich letztens gerne noch irgendwie was Unterschiedliches, aber es geht irgendwie in dieselbe Richtung. Naja, aber könnt ihr gerne noch in die Kommentare schreiben, falls ihr genau wisst, wie die Definition von einem X ist. Ne? Ja, also jetzt mal für mein Verständnis, X ist, also, oder über was wir gerade reden, ist Hm? No-Go? Oder Genau. was muss die Frau mitbringen? Genau, ich würde sagen, wir fangen an mit, was muss die Frau mitbringen und dann gucken wir, okay, was sind denn Teil No-Gos bei einer Frau? Okay. Easy. Grenzen wir das ein auf 3 Punkte. Okay, jeder von uns nimmt 3 Punkte. Okay, ich würde sagen, da wir bei mir zu Hause sind, bist du mein Gast. Okay. Dann fängst du auch an mit dem ersten. Okay, lass mich kurz überlegen. Okay. Erste noch, also was sie mitbringen sollte. An erster Stelle würde ich sagen, steht bei mir, dass sie an eine höhere Macht glaubt. Sagen wir das mal an, dass sie an Gott glaubt. Okay. Ist jetzt egal, welche Religion, aber sie muss, also ich finde es wichtig für mich, dass sie schon mal weiß, dass es hier einen Schöpfer gibt, der das Ganze hier erschaffen hat. Wenn die das schon mitbringt, wäre schon nice. Ja, finde ich gut, finde ich Da haben wir gut. schon mal einen Nenner. Stark, stark. An dieser Stelle, Applaus, hätten wir jetzt diese Memes, wie so bei Twitch oder so, können wir jetzt Jubel machen, aber ich finde es auf jeden Fall nice. Ja, ist nur meine Sicht. Maybe ihr seht es anders, vielleicht glaubt es, aber das wäre halt cool für mich so. Okay. Ja, bei Also, dir, dein erstes? Bei mir wäre wichtig auch, also ich schließe mich deinen Punkt auf jeden Fall an, würde aber auch noch sagen, zum Beispiel, mir ist wichtig, dass ich halt auch versucht, gesund zu leben. Ne? Also klar, jeder hat seine Bad Habits, aber ich finde, so bei Ernährung fängt schon an, dass man jetzt nicht nur, keine Ahnung, Fast Food isst oder so und mit dem hinsprechen natürlich auch ein bisschen auf sich achtet, also klar, sportlich, ne? Also einfach so ein bisschen einen gesunden Lifestyle verfolgt und nicht einfach kopflos, keine Ahnung, Zucker, Kohlenhydrate und Junkfood in sich reinschmeißt. Weil ich Safe. würde auch gerne wollen, dass meine Future Wife oder Mutter meiner zukünftigen Kinder auch dieses Wissen schon ein bisschen mit an den Tag bringt, weißt du, Safe. und die gesunde Ernährung von Anfang an mit einfach den Kindern mit an die Hand gibt. Bin ich auch bei dir. Vollkommen. Da kann ich eigentlich direkt noch anschließend sagen, Sport. Sie muss auch, also sie muss nicht. Wäre cool, wenn die auch Sport treibt, weil wenn die Person auch Sport treibt, hat die auch ein gesundes Mindset und das folgt dann auch dann auf das, was du gesagt hast. Ne? Kurze Zwischenfrage, wie oft Ja. treibst du den Sport, wenn ich mal so fragen darf? Ich Woche? gehe 3-mal die Woche joggen. Mhm. Wir haben da so einen Park, also was heißt Park? An der Jahnwiese, da kann man dann auch paar Übungen machen. Ne? Das heißt auf eigene Körpergewicht, paar Liegestütze. Ich gehe jetzt nicht ins Gym. Das hat seinen Grund, weil wir meistens immer nur in Räumen sind, zu Hause, auf der Arbeit. Und deswegen habe ich halt diesen Ausgleich, dass ich halt in der frischen Luft bin, in der Natur und mach da mein Workout. So, 3-mal die Woche, muss jetzt nicht jeden Tag, ne? Wir wollen nicht übertreiben, aber wäre schon cool, wenn sie dann auch Sport treibt. Ja, okay. Verstehe, nice. Ja, das wäre ein zweiter Punkt. Bei dir? Bei mir, jetzt werde ich wahrscheinlich bei den einen oder anderen anecken damit, aber Egal, let's do it. let's do this, dive into it. So, I don't want peace. I want problems always. ich finde persönlich nice, wenn eine Frau in ihrer femininen Energie ist. Dann meine ich natürlich nicht, dass sie 100% jede Sekunde am Tag irgendwie in ihrer femininen Weiblichkeit aufgeben muss und so. Aber ich finde schon, dass man schon ja, die Mehrheit des Tages oder so sie in ihrer femininen Energie sein sollte. Da kommt natürlich aber auch, ey, bevor jetzt auf mich schießt in den Ja, Kommentaren so, ich seh schon. wartet kurz. Da kommt natürlich auch die Rolle des Mannes hinzu. Der Mann muss natürlich auch in seiner maskulinen Energie sein, damit die Frau Platz hat, auch in ihrer femininen Energie aufzugehen. So, deswegen ziehe ich mir selbst auch eine Schuhe an. Also ich habe auch meinen Soll da hinzuzufügen. Aber ich denke, wenn ich meinen Part übernehme und sie ihren Part in dem Sinn übernehmen, dann kann das eine ganz coole Chemie werden. Weil ich muss zugeben,
wenn meine Frau bei mir zu maskulin ist, sei es sind so Mhm. Wörter wie Yo Digga oder Ey Digga oder Schimpfwörter oder so einfach raus, wo ich denke, boah, ich hab nicht mal, Ja, ich, ich ich, weiß, was du ich meinst. kenne ich kenn Jungs aus der Hood, die reden nicht mal so. Ja. That's too much for me. That's too much. So. Aber ja, auf jeden Fall fehl mir Energie, versuch dich da reinzufühlen. Ja, that's it. Das Ja, ist so, was mir wichtig wäre, ja. okay. So, jetzt fehlt uns noch ein drittes, ne? Bruder, Oder? ja, noch ein letzter Punkt. Dann haben wir 3. Ich Mhm. lass mich überlegen, warte mal. Ich bin eigentlich ganz simpel, ja. Das Warte, ist sehr einfach. Das ja. ist sehr Hat mir einfach schon, zufriedenzustellen, ja. hat mir schon Ordnung? Hat's das? Noch So, nicht schnell. dass Ordnung herrscht. Also damit meine ich halt, dass in der Wohnung alles aufgeräumt ist. Nicht alle, natürlich kennt man das, hat jeder mal, dass mal, wenn man mal eine Hose nicht direkt aufräumt oder so. Aber dieses zu Extreme, das wäre auch schon mal kritisch. Kann man dran arbeiten. Ist jetzt nicht so ein Kriterium, aber ich finde es schon nice, wenn die Ordnung hat in der Wohnung, ja. Dass nicht alles quer rumherum liegt. Okay. Ey, sei dir gegönnt, ja. Wenn du So, Ordnung liebst, dann ist es that's gut, ja. it. Diese 3 Punkte. Ja. Bei dir dein Bei mir wäre letzter. es so, ich finde es wichtig, dass die Frau noch ein eigenes Hobby hat. Oder Oh, eine eigene okay. Leidenschaft. Also klar, es ist schön, wenn man zusammen hockt und so, aber ist natürlich auch für mich persönlich, ich finde es cool, wenn ich sehe, okay, meine Frau, sie hat auch irgendwie eine eigene Leidenschaft, ein Hobby, dem sie nachgeht, regelmäßig oder einfach Passion dafür hat, so, ne? Dass Hm. ich auch weiß, ey, die legt Energie in, keine Ahnung, vielleicht malt sie Gemälde, vielleicht Okay. produziert sie Beats, so ist mir eigentlich egal, was für das, aber Hauptsache, sie hat etwas, womit sie sich beschäftigen kann und nicht, dass ich irgendwann das komplette Mittelpunkt ihres Lebens bin. So, ich finde Ja. dann, finde es mal cool, wenn jemand so sein eigenes Ding hat, was man halt aus persönlicher Vorliebe einfach verfolgt. Genau. Okay. Ja, Okay, interessant. gut. Deswegen, ich würde sagen, schreibt gerne jetzt in die Kommentare, was ihr davon cool fandet oder auch nicht. Und ich würde sagen, wir gehen direkt drüber in die Red Flags. Aber da machen wir nur 2. Was sind bei dir zum Beispiel deine 2 absoluten No-Gos, wo du sagst, wenn du die Frau jetzt kennenlernst, 2 Sekunden später, da ist die Tür, bitte geh Tür zu. Oh. Würdest du natürlich nicht machen, würde keiner von uns so dreist machen, aber. Okay, ich bin kurz auf Toilette und kommst nie wieder. Nein, aber So wie du sagst, hast du mal schon mal sowas gebracht, dass du ein Date hattest und dann einfach abhaust? Nein, habe ich ja nicht gemacht, tatsächlich. Okay, Nein. gut. Aber Also, geghostet schon mal jemanden? Nach einem Date und dann nicht mehr geschrieben so? ja, geghostet habe ich schon mal. Also den Schuh ziehe ich mir jetzt an. Da will ich auch ehrlich sein, da will ich es auch gar nicht in die Kamera legen. Ich habe bestimmt schon mal jemanden geghostet, wo ich dachte, ey, das war gar nicht der Vibe so. Ist nicht die feine Art, aber hey, an der Stelle, ich weiß nicht mehr, wer du bist, wie du heißt, aber ich entschuldige mich einfach bei dir, falls du das Gefühl hast, so. Und Ja. das du gerade siehst. Ja. Okay. Genau. Ja, wie ist es bei dir aus? Hast du schon mal jemanden geghostet? Vorsätzlich? Geghostet? Boah, lass mich Oder bist du nicht lügen. abgehauen? Hast du deinen Homie Also angerufen? abgehauen noch Hast- nicht, Ne? nein. Aber geghostet glaube ich schon. Ja, Ja, passiert im Besten, oder? Würde ich sagen. früher mal, ja. Wer frei von Schuld ist, werfe den ersten Stein. Also Red Flags, was ist ein No-Go? Ja. Boah. So sagen wir vielleicht, du siehst so, du bist mit der so am Chillen, so auf locker, TV-Abend, Netflix und Chill, denkst dir, boah, gute Vibes. Guck mal, fängt dir an, so wie so ein, keine Ahnung, Rasenmäher an ihren Fingernägeln zu kauen. Wo du sagst, Boah. guck mal, du bist in der Hand und denkst, tschüss. Ja, okay. Weiß Aber das ich, sind halt so Sachen, vielleicht. die kann man ansprechen, vielleicht kann die das ja ändern. Aber so direkt Red Flag, so direkt No-Go, Hast du keins? Ey, wie gesagt, der Bruder hier ist sehr bescheiden. Hey, Falls ihr warte. tausende Red Flags habt, meldet euch hier. Ja, mir fällt gerade echt nichts ein. Okay, kein Red Flag. Sag nur mal erstmal eins, vielleicht fällt mir dann gleich noch was ein. Okay, zum Beispiel ein Red Flag wäre bei mir, wenn die Frau sehr oberflächlich ist. Wenn ich merke, ich kann mit ihr kein tieferes Gespräch führen. Okay. Alles geht nur um Materialismus, alles dreht sich nur um, wann ist der nächste Urlaub, wann ist das nächste Ding, wann ist das nächste dies, wann ist das nächste das, wann bekomme ich das, wann Ja, ich so weiß, eine, was die du irgendwie meinst. nur fordert und gar nicht gibt und irgendwie auch nur haben will und dann auch immer nur irgendwas Materielles. Da bin ich sofort raus, weil Ja. I'm broke, nigga, I'm broke. klar, ich gebe auch gerne so, aber ich finde, so mit einer Person will ich auf einer tieferen Ebene Tiefer, ja. Connection finden. Das meinte ich auch mit meinem ersten Punkt eigentlich, den ich eben angesprochen habe, wegen, dass die an eine höhere Macht glauben soll. Damit meinte ich auch das Tiefere dahinter. Dass da mehr ist als das, was man sieht. was man sieht. Ja. Weißt du? Das ist Genau, eigentlich schon das wichtig. gehört ja dazu. eigentlich auch so Das- dazu. ja. Wenn ihr schon daran überhaupt gar nicht glaubt, so, dann haben wir keinen wirklichen Nenner. So.
Deswegen. Aber Aber- sonst habe ich keine Red Flags. Ich meine, man kann alles ansprechen und dann kann man sich da in dem Bereich vielleicht ändern. Es sei denn, es ist so was Extremes, aber mir fällt gerade nichts ein. Ja. Ja, vielleicht zum Beispiel eine, die gar nie über deine Witze lacht. So, wir wissen alles nur Freundeskreis, der Bruder ist echt witzig, Ja. so. Aber stell dir vor, du triffst jetzt eine und du haust so einer dem anderen raus und alle lachen, du merkst Ja, so, dann- eigentlich dann- nur deine Freundin so, dann dein Girl stimmt- so, die Ja, lacht einfach Ich weiß, nicht so. Ja, dann stimmt vielleicht die Chemie nicht. Dann ist das, dann passt das vielleicht Ja, nicht so. ich kann ja wenigstens Fake lachen. Ein bisschen so. Ja. Nee, aber sonst fällt mir gerade nichts ein, ja. Okay. Ich glaube, ich habe bestimmt gerade einiges so vergessen, aber Genau. Also, falls ihr meint, der Bro lügt hier gerade, dass er keinen hat, schreibt Lüge in die Kommentare. Ja. ja. Ansonsten, nee, ich würde sagen, das reicht doch eigentlich auch für die erste Folge, oder? Ja, easy, Ne? ganz entspannt. Deswegen, gemütlich. wir grooven uns ja gerade rein. Ich hoffe, euch hat unsere erste Podcast-Folge gefallen. Ab jetzt versuchen wir regelmäßig für euch was zu droppen. Falls ihr auch Themen habt, die wir anschneiden sollen, über Genau. die wir reden sollen, kommt es gerne in die Kommentare auf. Aktuelle Themen, egal was, egal welchen Bereich. Genau. Folgt uns auch gerne auf unseren anderen Social-Media-Plattformen, wo wir vertreten sind. Ja. Und ja, in dem Sinne, Bis zur nächsten bis Folge. zur nächsten Folge. One Love. Peace. Easy, man. Easy, haben wir aufgenommen. Ja.